Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist schon da vorn und ihr könnt sehen, wo sie gerade schon herstapft. Wir sind hier vor einer gewaltigen Festungsanlage in Schweden, näher gesagt im Boden. Es ist einer der großen Festungsanlagen rund um Boden. Ihr kennt höchstwahrscheinlich schon einige Videos vor 1 oder 2 Jahren, die wir gemacht haben, wo wir mal 1 oder 2 Festungen hier besucht haben. Es sind insgesamt 5 große Festungen hier, dann mehrere kleinere Artilleriewerke, Schanzenbereiche und so weiter. Also hier ist alles richtig gut befestigt und das ist eine der großen Festungen im Boden. Es sind insgesamt ja wie gesagt 5 Festungen und zwar ist das Abbergsfortet und zwar das südliche. Es gibt 2, das nördliche und das südliche. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam hier anschauen, weil diese Festungen halt wirklich sehr besonders sind. Wie ihr hier schon erkennen könnt, die wurden halt hier wirklich in den Stein reingearbeitet und nicht, wie man es jetzt so aus Festungen kennt, die wir euch schon gezeigt haben, aus dem Ersten Weltkrieg, dass die aus Stein praktisch errichtet wurden, separat oder Beton dann später. Und hier hat man sich, wie gesagt, richtig in die Felsen reingearbeitet, also so bergbautechnisch. Und das macht es halt ganz besonders, gerade wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive sieht, wo wir dann hoffentlich später nochmal dazukommen mit der Drohne. Und die Festungen sind alle aufgegeben. Es gibt nur eine Festung, die als Museum praktisch noch aufgearbeitet wurde. Das Rottbergsfortet ist das, glaube ich. Da waren wir auch gewesen vor 2 Jahren. Aber die sind alle zu. Und wir müssen mal gucken, ob man heute hier eine Möglichkeit hat reinzukommen. Ich kenne ein Video, wo das gelungen ist. Und ja, entweder ist es halt noch offen oder nicht. Und ja, wir schauen einfach mal. Wir haben jetzt hier noch verschiedenste so Intarsien, die man später mal reingemacht hat. Ich kann aber leider nicht sagen, was die zu bedeuten haben. Das sind hier alles so Namen. Ich kann es aber nicht ganz erkennen. Adolf könnte hier stehen. Und wir sind ja praktisch in diesem Graben schon. Das sind jetzt noch weitere. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal ehemalige Kommandanten auch waren. Könnte durchaus sein. Das muss ich nochmal nachlesen. Da habe ich leider keinen Hinweis gefunden, weil hier steht 1974, 31.08. Und ja, wir müssen mal gucken, wo jetzt der Hauptzugang ist. Boah, vor allen Dingen, Leute, ich muss mich erstmal richtig dran gewöhnen. Hier ist es richtig, richtig kalt. Wir haben jetzt aktuell -10. Bei uns waren schon zweistellige Plusgrade. Da muss man jetzt erstmal wieder klarkommen. Aber hier, das ist schon krass hier. Hier gab es halt schon verschiedene Zugangsbereiche. Ja, die wurden ja, wie gesagt, noch weit in den Kalten Krieg noch genutzt. 1998 hat man die ganzen Festungen dann systematisch geschlossen. Bis dahin wurden die noch von dem Militär weiter benutzt. So, und hier hat man jetzt auch noch weitere Schriftzüge. Also ich würde mal fast sagen, dass das ja irgendwas mit der Historie hier zu tun hat. Aber ich weiß nicht. Es sind ja im Prinzip wie Unterschriften. Oh, ich glaube, ich muss mal zwischenzeitlich, obwohl ich Handschuhe anhabe, meine Hände in die Taschen stecken. Ey. Krass. Hat aber leider schon wieder einer so drüber gesprüht. Hier sieht man auch überall Metallbeschläge. Da oben ein Lüftungsgitter. Und hier ist auch wieder, sieht aus wie Oskar, was da steht. So, gehen wir noch mal zu Melanie da. Ist was offen? Okay, nein. Das hätte mich ja schon jetzt direkt gewundert. So, hier haben wir jetzt ein Eingangsportal. Aber ihr seht schon, hier kann ich jetzt Schlittschuh fahren. Scheiße, legt's mich bestimmt gleich.
Zack, zack, zack. So, wir testen mal lieber jeden möglichen Zugang. Auf jeden Fall ist sie nicht richtig zu. Also man hört ein Geräusch. Da hat bestimmt schon mal jemand versucht zu öffnen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Bereich wir jetzt uns befinden. Aber normalerweise sind hier die Gräben mit diesen, wie nennt man das, also das praktisch in dem Innenbereich der Gräben Kanonen verbaut gewesen sind, um ja, diese Gräben halt zu schützen, wenn Angreifer eingedrungen wären. So, wir werden jetzt, hier geht eine Treppe hoch, uns die oberen Bereiche jetzt einmal anschauen. Ja, um das historisch auch nochmal für euch festzuhalten. Ich gehe mal hier kurz zum Hoch, aber passt du auch auf, ne? Also die Festungen wurden alle so um 1907 bzw. 1908 fertiggestellt und waren dann praktisch einsatzbereit, um die Erzvorkommen zu schützen, die man hier entdeckt hat. Einfach vor dem Zugriff, damals ja Richtung Osten Russland. Schaffst du es hier hochzukommen oder wird schwierig? Wird schwierig, ne? Pass auf, halte dich lieber fest. Ich habe mich jetzt auch mit 2 Händen hier festgehalten. So, ihr seht hier Melanie. Muss hier so hochkrabbeln. Ja, wir haben also eine total trockene Kälte. Und auch der Schnee ist komplett steinhart. Aber weißt du, was ich gerade sehe, Melanie? Warte mal, ich gebe dir mal die Hand. Für was stehe ich hier so dumm rum? Du darfst nur nicht nach hinten fallen. So. Klingt wie Trommeln oder sowas, ne? Hier wird getrommelt. Ich glaube, das kommt von dem... Da hinten ist auch irgendeine Industrieanlage. Ganz komischer Sound. Hier seht ihr jetzt mal die Abwehrmaßnahmen hier. Wir haben jetzt hier so einen riesigen Metallzaun, oben so gebogen, mit so Schweinspießen drauf. Und dann nochmal Stacheldraht, damit auch keiner von der Seite hier irgendwo in die Festung eindringen kann. So, und hier haben wir nochmal die besagten Scharten. Oh, guck mal, da ist eine Scharte offen. Könnte das der Weg sein? Aber erstmal muss ich hier diesen Bereich jetzt hier durchkämmen. Ich gebe dir nochmal eben. Aber meine Fingerspitzen, die sind schon wieder, also jetzt besser. Aber hier fehlt die Schweißnaht, also die ist aufgebrochen. Nope. Es ist auch betoniert hier. Aber man hat es hier versucht. Also die Schweißnaht ist hier offen. Ich nehme es mal, um es euch zu zeigen. Zack. Da hat man versucht, hereinzukommen. Ich weiß nicht, ob das hier mit der Aufschrift da... Weil hier könnt ihr das erkennen, hier ist die Schweißnaht offen. Es lässt sich aber nicht bewegen. Und innen sehe ich aber, ist es halt betoniert. Hier drin, da ist Holz und dahinter noch Beton. Also hier ist kein Weg rein. Hier, alle Schaden sind zu. Ich glaube, wir brauchen uns auch nicht probieren. Aber eins von diesen Dingern müsste es sein. Aber die Festung ist ja groß. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch die eine.
Ja, das haben wir jetzt gerade schon wieder gar nicht aufgenommen, weil wir es gar nicht aufnehmen konnten, weil wir alle beide beschäftigt waren, diese Treppe wieder runterzukommen, weil die komplett vereist ist. Also es ging gar nicht. Man hat ja kein Geländer, kein nix hier. Ist ja im Prinzip alles lost. Scheiße. Ja, wir werden jetzt versuchen, die andere Seite zu erkunden und dann vielleicht auch irgendwie mal hochzukommen und gucken, ob wir da irgendwo Glück haben. Oh Mann, ey. Das startet ja schon richtig gut hier. So, jetzt haben wir uns schon mal ganz gut an die Kälte hier gewöhnt. Wie gesagt, da muss man erstmal mit klarkommen wieder, gerade an den Fingerspitzen. Aber diesmal habe ich ja Handschuhe mit dabei. Aber das ist immer ein bisschen blöd für die Technik, wenn man rein und raus kramt, irgendwas umstellt. So, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite. Wir waren jetzt gerade auf der linken Seite. Hier vorne ist praktisch so ein Parkbereich. Da sind wir rein, kamen da über den Graben nicht rein. Jetzt versuchen wir es mal hier in diese Richtung. Die ist schon ein bisschen anders aufgebaut wie diese Mjøsfjordet. Wie gesagt, die sind ja sowieso nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise baugleich, weil man hat sich ja hier einfach in den natürlichen Fels gearbeitet. Und da gab es ja damals, habe ich auch nachgelesen, noch gar nicht diese Bohrhämmer, als sie das gemacht haben. Die haben sich hier wirklich mit Picke und was man ja auch im Bergbau praktisch verwendet hat, an Arbeitsgerät, manuell hier reingegraben. Da war das noch nicht hier, weil es war ja auch weit abgelegen, muss man ja auch dazu bedenken. Weil Boden, das war jetzt nur so eine Art Eisenbahnknotenpunkt, den man verwendet hat, um das Ganze hier halt auch aufzubauen. Deshalb ist dann auch dieses Stadtboden hier entstanden, durch die ganzen Arbeitskräfte, die ja dann hier auch tätig waren. Wir kommen jetzt hier einmal so durch. Also wir haben jetzt hier an den Seiten alles, was hier so betoniert ist, wieder Bereiche. Nee, weißt du, was das hier ist? Das sind hier diese Kanonen, diese Carbonier oder so ähnlich heißt das. Könnt ihr mich gerne berichtigen, ich habe jetzt den Namen nicht ganz auf dem Schirm. Das ist hier auch zugeschweißt, leider mit Graffiti voll. Hier waren aber diese Kanonen nämlich verbaut. Ihr habt hier eine, ich glaube das waren 7,5 cm Kanonen. So ein relativ kurzes Geschütz war das. Hier habt ihr die zweite. Da noch eine, da noch eine. Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt hier drin gewesen wäre, hätte man das Ganze, da hinten wird schon wieder geschossen, das darf man auch nicht vergessen, weil ja hier gleich noch aktives Militär ist. Ja, okay, dann hat man nämlich hier die Gräben geschützt durch diese Kanonen. Hier müsste ein Zugangsbereich gewesen sein, weil das ist komplett betoniert. Aber was ich bisher nicht gesehen habe, ist ja wie so eine Art Hauptportal. Das müsste auch wieder eine Kanone gewesen sein, weil das hat wieder die gleiche Größe hier. Ja. Im Prinzip hier in diese Richtung, also hat man ja hier dann eine Einfallsmöglichkeit von der Seite dann gesehen. Die Geschütze, die oben auf der Festung sind, die konnten ja in alle Richtungen feuern. Das sind ja wieder solche Türme. Kommen wir auch jetzt nicht hoch so einfach, ne? Der Schnee jetzt auch höher. Das ist da an der Seite. Hier oben ist überall Stacheldraht. Es wird hier, glaube ich, auch im Sommer zum Teil hier ein bisschen geklettert und so weiter. Also der Schnee ist so hart, ne? Ich kann hier oben drauf laufen, obwohl der keine Ahnung wie hoch ist. Also es sinke kaum ein. Das macht es für uns jetzt einfacher, hier mal zu gucken, was das jetzt hier ist. Aber es sieht nicht aus, als ob das ein versteckter Zugang wäre. Nee, das ist hier nur angehäuft. Okay. So, ich bin jetzt auch schon einmal hier um die Festung drumherum gegangen, also da hinten hoch.
Ich bin jetzt hier an dem Zaun und ihr könnt ganz gut erkennen, wie das jetzt hier in dem Fall aufgebaut ist. Also man hat jetzt hier, mal gucken, gucke ich hier richtig? Ja, hier so einen äußeren Wall, wo wir uns bewegen und die eigentliche Festung ist da drin. Und das ist das Schwierige. Ihr könnt hier einen ersten Turm erkennen. Ich sehe es jetzt nicht ganz auf der Kamera. Aber wir haben das auch per Drohne einmal aufgenommen. Und wir gehen jetzt hier praktisch an dem Zaun her. Hier könnt ihr schon die Infanterieabwehr sehen. Die Schweineschwänze sind es jetzt nicht. Es sind jetzt einfach nur wie so eine Art Rasierstangen mit Stacheldraht. Aber hier ist es halt ringsrum natürlich aufgrund von Unfallgefahr abgesperrt. Man muss auch hier aufpassen, es ist jetzt halt alles voll Schnee. Hier kann man noch gut laufen, weil hier so eine Art, hier drunter, das kann ich euch da noch mal zeigen, wie so eine Teerbeschichtung ist. Aber weiter unten sind Steine und dann seht ihr nicht, wie weit man einsinkt. Aber ja, man kommt praktisch nicht, wie bei der anderen Festung, in den inneren Klotz, in die innere Festung eigentlich. Wir bewegen uns nur hier im Außenbereich. Deshalb brauche ich hier nicht weiter runter gehen, weil von da unten sind wir gekommen. Das macht keinen Sinn. Also man kommt hier wirklich von oben auch nicht rein, wobei ich glaube, dass die Möglichkeit auch nicht besteht. Wir hatten es mal bei dem Mius Fordet, schwere Sprache, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Da haben wir es ja nicht geschafft, da waren wir ja oben. Kann ja das Video hier auch noch mal verlinken. Aber hier haben wir keine Chance. Die Möglichkeiten, die es gegeben hätte durch die Schießscharten, die haben wir jetzt praktisch versucht. Aber die sind zu. So, jetzt sind wir bei der zweiten Festung, also die nördliche davon. Nora Abbergsfestet heißt das Ganze. Wir mussten jetzt hier unten parken, weil hier gibt es gar keinen Bereich mehr, wo wir überhaupt hier reinfahren können. Wir können froh sein, dass dieser Weg, weil es ja hier erst noch durch ein Waldgebiet führt, überhaupt frei ist. Dass sie das frei gemacht haben, weil hier unheimlich viel Schnee runtergekommen ist. So, und ihr könnt hier Melanie schon sehen. Sie läuft jetzt hier auch schon zwischen bestimmt immer noch 30 cm Schnee und der ist halt wirklich steinhart auch hier. Und hier, wie gesagt, das ist hier auch entsprechend ausgeschildert. Hier steht es auch nochmal 1910, 27 Artilleriebefestigungen in dem Gebiet. Ich glaube 43, also es wurde ja die ganze Zeit halt auch weiter modernisiert. Das ist leider jetzt hier komplett in Schwedisch, hier steht so ein bisschen in Englisch. 8,4 cm Kanonen, 10 Meter, also im Durchmesser lange Tunnel, breite Tunnel, Quartiere in den Rocks für 27. Die Crew ist 27 Gunner.
ein Festungsplatoon von 74 Riflemen, also Gewehrschützen. Okay, die sind noch vor 1943. Die Kanonen. Ja, hier geht es halt nochmal darum, was ich euch schon erzählt habe. Die Eisenerzfelder und die Eisenerzlinie vor russischen Zugriff über Finnland zu schützen. Genau, und darum wurde um 1900 vom schwedischen Regierungsapparat diese Bodenfestungen halt entschieden. So, das war jetzt nochmal die Kurzform. Aber da will ich jetzt euch auch nicht so lange damit aufhalten, weil ihr wollt jetzt bestimmt auch hier wieder ein paar Sachen sehen. Die Festungen werden jetzt halt ja, praktisch mehr oder weniger sich selbst überlassen. Die gehören halt nicht mehr dem Militär direkt, sondern ja, der schwedischen Regierung. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie ja, das ist für Kultur und so weiter, also Kultur und jetzt habe ich das halt vergessen. Die Demenz kickt halt schon wieder rein. Kulturministerium, die haben das im Prinzip dann gesichert, aber ihr könnt das auch hier erkennen. Ne? Das ist hier auch irgendwie, obwohl das Tor mal neu war, komplett aus der Verankerung gerissen. Hier, ne, das war mal, ja, man weist jetzt hier halt drauf hin, aber das war halt damals auch schon so bei den anderen Festungen. Da wird halt nicht mehr viel gemacht. Aber ich glaube, wir haben ja Glück und wir können hier hoch. Also nicht nur mit Drohne das von oben uns einmal anschauen. Boah, ich muss mich hier echt konzentrieren. Ne? Scheiße, ich glaube, ich könnte mir das hier eigentlich auf den Kopf machen, die Kamera. Oh, das ist schon mal eine offene Tür, Schatz. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass die in die Festung führt, oder? Da wird es, glaube ich, mal Zeit für die Taschenlampe hier. Boah. Scheiße. Ja, okay. Na, hier, ich bin bewaffnet. Ich kann mich hier schon gar nicht mehr rausziehen. So. Also das... Vor allem, wir sehen hier nicht, was auf dem Boden ist. Das ist nochmal wieder eine ganz andere Herausforderung. Es scheint wie so eine Art kleines Depot zu sein. Wir haben jetzt hier eine Tür, obwohl hier ein Schloss dran war. Keine Ahnung, haben sie das irgendwie hier aufgeknackt. Hier ist nochmal eine Zwischentür aus Holz. Eigentlich ist das jetzt schon wieder Quatsch, was ich hier mache, weil ich hier den Rucksack auf habe. So. Holen wir den Schuh raus. Ja, das war's auch schon. Einfach nur, ich würde mal sagen, ein kleines Depot. Und dadurch, dass wir hier am Eingangsbereich sind, könnte das vielleicht sein, dass das hier was für die Wache am Eingangsbereich gewesen ist. Ja, Munition weiß ich nicht. Vielleicht für die Wachen, dass die hier vielleicht ein bisschen Munition, also zumindest irgendeine Lagerfunktion, wenn wir das gehabt haben. Kein Bunker oder irgendwas in der Art. Jetzt kommen wir in den Haupteingangsbereich von der Festung. Offen. Melanie sagt offen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist echt? Ja. Das glaube ich nicht. Ja, alles offen. Das glaube ich nicht. Komm, gucki. Aha. Aber da ist doch bestimmt Beton dahinter, oder? Ja, krass. Okay. Ja. Aber zumindest hier sind die Tore offen. Na, gucken wir mal. Wir sehen auf jeden Fall, es ist eine kleinere Festung.
Der ist nicht so groß. Ja, hier hinten ist betoniert. Die haben das hier zwar aufgekriegt, diesen Zugangsbereich, aber ihr könnt es erkennen, da ist sogar noch ein Vogelnest. Hier hinten ist eine dicke Betonwand. Aber das sieht... Na, wart mal ab. Hier muss auf jeden Fall wieder aufpassen. Ne, Treppen können wir hochgehen. Hier ist wieder alles voll Eis. Deshalb nicht stürzen. Hier ist immer noch ein bisschen Holz dazwischen. Gott sei Dank. Boah, das ist hier... Also wir kommen hier aufs... ganz nach oben. Ach du Scheiße, hier müssen wir echt aufpassen, du. Wow. Das hat man auch noch nicht. Also hier in dem vorderen Bereich, ja. Danach geht's, weil eine Seite, da kam keine Nässe hin. Konnte nichts gefrieren. Haben wir auch noch Glück. Ja, das ist auch für uns jetzt mal eine komplette Herausforderung, weil wir sowas in dieser Zeit auch noch nicht besichtigt haben. Wow, Leute, aber das sieht schon krass aus. Ja. So, ihr könnt sehen, es ist hier nur eine kleine Lücke. Ich werde jetzt erstmal hier hochgehen und die Lage sondieren, weil das Problem ist halt mit dem Schnee. Wir sehen nicht, wo geht's runter und wo ist eventuell ein Problem für uns. Ein paar Fußspuren sind, glaube ich, hier, aber so, ich stelle euch mal eben kurz hier hin. Rucksack. Ja, das ist halt das Problem, so ein Haufen Technik hier. So. Ja. So, wir haben das gerade mal überprüft hier. Bist du hier hoch? Wir haben gerade noch mal auf Google Maps geguckt. Also hier scheint es jetzt keine Waffenplattform in dem Sinne zu geben, dass jetzt hier irgendwie ja, Waffenkuppeln verbaut wurden. Das war hier wohl nicht der Fall. Aber es ist ja irgendwie ein Artilleriewerk, beziehungsweise eine Festung. Hier wird vielleicht schon eine Kanone gestanden haben, aber vielleicht in einer offenen Bettung oder sowas. Man kann das jetzt hier oben schlecht erkennen durch den Schnee. Dann lässt sich das halt besser feststellen. Aber unten an diesem Schild stand ja auch, dass da Riflemen, also Gewehrschützen, hier gewesen sind. Vielleicht ist das praktisch nur noch mal eine zusätzliche Sicherung gewesen in dem Sinne. Weil wenn man jetzt hier guckt, okay, wenn man sich jetzt das Waldstück hier wegdenkt, dann kannst du nach da unten feuern. Hier wird es irgendwie schwieriger, weil das hier alles ansteigt. Dass man vielleicht diesen Bereich zu der anderen Festung, wo wir gerade gewesen sind, ja, sichern wollte einfach, damit man den da nicht so in die Flanke fallen konnte. Also so wie es aussieht, sind wir hier am äußeren Ring. Hier oben können wir jetzt genau auf den Zugangsbereich jetzt hier gucken, hier unten, wo wir reingekommen sind. Und hier sind wir jetzt ja, einfach nur auf so einem äußeren Ring. Und da oben wird höchstwahrscheinlich irgendwas gestanden haben, weil die sprachen ja hier auch von 8,4 cm oder was da gerade auf dem Schild auch stande. Zentimeterkanonen, die müssen ja irgendwo gestanden haben. Wir müssen aufpassen, weil jetzt hier die Seite ist mit der vereisten Treppe.
Ja, also wir gehen davon aus, dass diese Tür, die ja leider hinten auch komplett zubetoniert ist, dass es hier ins Innere der Festung ging. Ja, das können wir uns leider nicht anschauen, weil oben haben wir ja gesehen, auch keine Zugänge weiter. Hier hinten wäre noch eine Tür. Können wir noch mal hingehen. Aber gut, ist zwar jetzt nicht verschlossen, aber ja, sieht man auch schon komplett zubetoniert. Keine Chance, aber trotzdem schön hier. So, wir sind jetzt aus der Nora-Festung raus und jetzt hatte mir Melanie eben noch einen Tipp gegeben. Sie hatte noch einen Punkt hier mal gesetzt. Keiner weiß mehr von uns, wann wir das gefunden haben. Das ist aber so oft wie gesagt bei unseren Recherchen. Wir finden irgendwann mal was, dann wird es gepinnt und zufällig ist das hier. Also es ist gar nicht so weit von der Festung, aber das ist jetzt hier praktisch querfeldein. Und ich muss jetzt gucken, muss mal eben kurz auf meinem Handy gucken. Da mitten im Wald. Und da muss ich jetzt irgendwie hin manövrieren und gucken, ob ich das finde. Das Positive ist aber halt, wie gesagt, dass der Schnee so widerstandsfest jetzt hier ist, dass ich hier problemlos oben drauf laufen kann. Mal kurz gucken, wie er ausschlägt hier in diese Richtung. Ich vermute mal fast, dass das was mit diesen Schanzen zu tun hat, die noch vor den Festungen ja, ausgehoben wurden. Die sind auch betoniert und das muss halt sowas sein. Also vor mir eröffnet sich hier schon wieder ein größerer Felsabschnitt. Mal gucken, ob das jetzt was ist. Also wir bewegen uns jetzt straight darauf zu. Und ich hoffe einfach mal, dass nicht so viel, so viel Schnee da drin ist, dass man dann jetzt reinkommt und wir vielleicht jetzt auch mal das Glück haben, noch mal was von drin zu sehen. Gucken mal, sieht hier irgendwie schon, ja, hier muss es sein. Hier ist schon das erste Wellblech. Hier vor uns. Ja. Tatsächlich. Wir haben Glück. Und ich gucke jetzt mal, ich mache jetzt praktisch hier erstmal nur den Speer. Habe ich Melanie gesagt. Dass wir hier vielleicht beide gleich noch mal hin können. Ja, das sieht mir fast so aus, als ob das was ist. Okay, gucken wir mal. Das Gute ist, ich weiß dann schon, wo es ist. Ja, schaut mal hier, Leute, hier ist es. Wir haben es gefunden. Geil. Ich war auch schon mal irgendwann jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit hier. Oh, Junge. Oh, hey. Oh, wow. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, schaut mal hier, ein Materialaufzug ist das. Und hier haben wir eine Schiene verlegt, die genau hier reingeht. Wisst ihr, was das sein könnte? Das habe ich schon mal gesehen. Auf einer der Bodenfestungen. Das könnte wieder... Oh Gott, meine Mütze, die rutscht auch immer runter. Das könnte für einen Suchscheinwerfer, für einen Flakscheinwerfer gewesen sein. Das hat genau diese Größe. Da ist sogar noch ein bisschen Stachel da dran. Oh, hier kann ich wieder Eis laufen. Scheiße. Wow. Oh, guckt euch das mal an. Ja, das
erkunde ich jetzt mit Melanie gleich zusammen. Hier haben wir das nur so notdürftig abgesichert. Ja, dann hole ich eben Melanie und dann gucken wir uns das hier nochmal gemeinsam an. Also wir gehen jetzt mal schwer davon aus, dass das jetzt hier an der Seite, wie gesagt, so ein Graben ist. Und wir wollen die Seite jetzt mal hier so ein bisschen ablaufen und schauen, ob wir jetzt irgendwo Zugänge finden. Wellblech. Ich hatte hinten auf der Seite noch welche gesehen, aber das ist ja jetzt egal, wie man geht. Ja, okay Leute. Also wir sind jetzt noch mal hier hoch. Dann könnt ihr das hier erkennen. Hier schaut noch ein bisschen diese Schiene raus. Das ist dieser Materialaufzug für den Scheinwerfer. Und dann konnte man den bis hier vorfahren. Ich muss hier aufpassen. Ich darf hier nicht weitergehen. Bis hier vorfahren. Da schaut auch noch irgendwas raus. Das sieht mir aus wie genau Stromanschlüsse hier unten drin. Oh, ich glaube, hier darf ich nicht weitergehen. Hier geht es runter irgendwie. Ich muss aufpassen, weil man sieht nichts. Ich gehe einmal drumherum noch. Ja, aber dann habt ihr es nochmal von oben gesehen. Ja, ziemlich gut versteckt. Also das ist wirklich nicht schlecht. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Wir konnten euch was zeigen. Trotz den Bedingungen hier. Es ist halt dann schon anstrengend, wenn man hier die ganze Zeit durch den Schnee läuft. Aber es hat trotzdem eine Menge Spaß gemacht und die Sonne ist ja auch draußen. Ja, lasst uns auf jeden Fall ein Like hier bei dem Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne unseren Kanal. Das ist vollkommen kostenlos. Auch die Glocke am besten anklicken, dann werdet ihr direkt informiert, wenn ein neues Video auf unserem Kanal erscheint. Und ja, seid halt einfach up to date. Und schreibt uns gerne was in die Kommentare, ob ihr selbst schon hier gewesen seid, ob ihr das kennt, ob ihr vielleicht noch versteckte Schanzen etc., weil das ist wie gesagt hier noch weiter ausgebaut, aber halt jetzt auch schwierig alles so easy zu finden. Ob ihr vielleicht hier auch schon mal wart und sowas gefunden habt, dann gerne in die Kommentare, dann können wir uns auch noch mal austauschen. Ja, klickt auf jeden Fall das nächste Video an, was hier gezeigt wird und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!